Ja moin, in diesem Video zeige ich euch, wie ihr mit PowerShell Screenshots erstellen könnt. Und natürlich, man kann einfach auf die Screenshot-Taste auf der Tastatur drücken und wenn man einfach so ad hoc einen Screenshot machen will, ist das natürlich der bessere Weg. Aber wenn ihr es per PowerShell machen könnt, dann könnt ihr das Ganze automatisieren. Also im Rahmen eines größeren Skriptes dann mal ab und zu einen Screenshot erstellen. Ich hatte das vor ein paar Monaten mal auf Reddit gelesen, dass das jemand gemacht hat und dachte, hey, das ist ja echt mega cool. Weil ich weiß auf jeden Fall, ich habe in der Vergangenheit auch schon an Projekten mitgearbeitet, wo das mal nützlich gewesen wäre. Also ich habe mal was gemacht, da musste dann eine Software lizenziert werden und also Lizenzcode eingeben und so weiter. Und dann die Aktivierungs-ID zu Dokumentationszwecken wurde dann gescreenshottet und dann in der Doku im Unternehmen abgelegt. Und ist schon jetzt zig Jahre her, ich habe das damals dann manuell gemacht. Und jetzt heutzutage, wo ich ein bisschen fitter in PowerShell bin, da hätte ich das Ganze auf jeden Fall automatisiert. Vor allem, also da hätte ich alles dran automatisieren können, inklusive dem Aufruf von dem Lizenzierungsbildschirm. Aber das nur so ein bisschen als grobes Außenrum, warum man das vielleicht überhaupt machen möchte. Screenshots per PowerShell erstellen. Und wir fangen jetzt an. Erstes Beispiel, wie funktioniert das Ganze überhaupt? Leider gibt es kein richtiges PowerShell Commandlet, kein natives Commandlet, mit dem das gemacht werden kann. Wenn ihr es ein bisschen einfacher machen möchtet, ich habe die Befehle oder das Wichtigste, was ich jetzt gleich im Folgenden zeige, auch in ein PowerShell-Modul verpackt, sodass man nicht so mit den einzelnen Details dann hantieren muss, wenn man es nicht möchte. Aber schauen wir uns erstmal an, wie es eigentlich funktioniert. Also zunächst einmal müssen wir add-type ausführen, um zwei .NET-Klassen in unsere PowerShell-Sitzung zu importieren. Und zwar die System Windows Forms Klasse und die System Drawing Klasse. Und für das erste einfache Beispiel müssen wir uns erstmal die Dimensionen des Bildschirms abrufen. Das gespeichert in der Virtual Screen Eigenschaft hier von dieser System Information Klasse. Dann definieren wir uns ein Bitmap mit der Größe von unserem Bildschirm. Mit diesem Basis-Bitmap, was wir uns erstellt haben, können wir uns dann eine Grafik initialisieren aus der Graphics Klasse dann, also System Drawing Graphics. Und in dieser Graphics-Klasse wiederum gibt es einen Befehl, eine Methode, Copy from Screen, mit der wir eine Aufnahme vom Bildschirm erstellen können. Diese Zahlen hier, 4 mal die 0, das sind im Grunde die Koordinaten, wo der Screenshot anfangen und enden soll. Zumindest vereinfacht gesagt. Wenn ihr es ganz genau wissen wollt, dann könnt ihr das in der Microsoft-Dokumentation nachschlagen, aber wenn ihr einfach nur einen Screenshot erstellen wollt, dann reicht das aus, wenn ihr den Befehl einfach nur ausführt. Das heißt, jetzt hätten wir im Arbeitsspeicher den Screenshot drin, aber noch nicht gespeichert als Datei. Und dafür gibt es dann einen Save-Aufruf aus der Bitmap-Klasse. Da können wir dann als ersten Parameter angeben, wo der Screenshot gespeichert werden soll. Das ist hier das Verzeichnis, in dem ich jetzt gerade drin bin. Und das nenne ich einfach mal screenshot.jpg dann die Datei. Und dann können wir getrennt nochmal mit einem Komma einen zweiten Parameter angeben, mit dem bestimmt wird, in was für einem Format die Datei gespeichert wird. Und ich möchte das als JPEG haben und schließende Klammer nicht vergessen. Das ist so, wenn ihr nach diesem Code sucht, Screenshot per PowerShell erstellen, dann fehlt das ganz oft. Da wird dann eine .bmp-Datei, eine Bitmap-Datei erstellt, die natürlich mega groß ist. Und für die meisten Fälle, zumindest das, was ich mache, mir reicht JPEG voll aus. Das ist komprimiert, ja, verlustbehaftet, aber natürlich viel kleiner dann die Datei. Gut, dann haben wir das jetzt alles zusammen und ich führe das Ganze jetzt einfach mal aus. Bin ja hier in Visual Studio Code drin mit PowerShell und wenn ich STRG F5 drücke, dann wird das ganze Skript einmal ausgeführt. Das gibt jetzt hier keine sichtbare Rückgabe, aber wenn ich hier mal in mein Verzeichnis reingucke, da sehe ich jetzt hier in VS Code die Preview von meinem gesamten Screenshot. Ist sehr breit, weil ich habe 2 Bildschirme. Und das heißt jetzt so im Standard sind da erstmal alle Bildschirme mit drin enthalten. Also wenn ihr mehrere habt, dann vielleicht wollt ihr alle gleichzeitig aufnehmen, vielleicht ist es aber auch zu viel. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal zum nächsten Beispiel über. Das ist im Grunde sehr ähnlich zu dem, was ich jetzt eben hatte, nur ich habe mir so als kleinen Helfer eine eigene kleine Funktion gebaut, New Screenshot. Die nimmt ein paar Parameter entgegen, nämlich X und Y als Startpunkt, wo es losgehen soll, also wo der Screenshot aufgenommen wird. Wenn ihr den ganzen Bildschirm fotografieren wollt, dann würdet ihr bei 0, 0 starten. Und dann wird auch noch die Breite und die Höhe angegeben. Und diese Werte, die werden dann jetzt hier an die .NET-Methoden entsprechend weitergegeben, die wir eben auch schon verwendet hatten. Aber mit einem kleinen Unterschied, wir rufen uns jetzt hier gar nicht mehr die Infos ab, wie groß der Bildschirm oder die Bildschirme sind, sondern
Wir definieren uns selber ein System Drawing Size Objekt mit der entsprechenden Breite und Höhe, die wir angeben können. Achso, und jetzt hier bei dem Pfad, wo es gespeichert wird, da habe ich jetzt noch eingebaut, dass automatisch die aktuelle Datum- und Uhrzeitinformation mit in den Dateinamen einfließt. Und weil es ein bisschen länger ist, geht das hier mit dem JPEG ein bisschen weit nach rechts, bisschen unschön. Und ich sehe gerade, ich wollte hier noch den Pfad anpassen, dass das hier auch in dem Dev Screenshot-Testverzeichnis drin landet. Und ich habe jetzt hier auch schon einen Beispielaufruf mit drin, dass wir bei den Koordinaten 100 und 100 starten. Das heißt, es müsste also ungefähr hier irgendwo in dem Bereich sein, würde ich schätzen. Und dann Breite und Höhe jeweils 500 Pixel für den ganzen Screenshot. Das heißt, wir müssten hier irgendwie so eine Art Ausschnitt ungefähr bekommen. Probieren wir das Ganze einmal aus. Ich drücke wieder STRG F5 und wir gucken hier in den Ordner rein. Hier ist ein neuer Screenshot und das sieht ganz gut aus. Hat er hier den Bereich aufgenommen. Ein bisschen trickreicher wird es dann, wenn wir einen bestimmten Prozess aufnehmen wollen, ohne dass wir die Koordinaten genau wissen. Und ich habe dazu mir einen Code aus dem Internet gezogen, tatsächlich aus einem Microsoft-Blog. Also früher gab es da den Scripting-Blog hier mit dem Scripting-Guy und so. Das wird mittlerweile leider nicht mehr fortgeführt, aber die alten Blogposts, die gibt es hier noch. Und da ging es eigentlich auch darum, dass man Fenster verschieben kann, aber der Part, der mich da interessiert hat, ist die Position von einem Fenster zu finden. Und der Code, der dafür notwendig ist, das ist hier einfach C#-Code, also .NET. Und mit dem können wir die Position von einem Fenster rausfinden, wenn wir eine Prozess-ID angeben. So, ich minimiere jetzt hier mal den C#-Code und jetzt mal so ein einfaches Beispiel. Wenn ich jetzt hier irgendwie ein Notepad-Fenster zum Beispiel habe, ich schiebe es mal auf den zweiten Bildschirm rüber, dass es hier nicht im Weg ist. Wenn ich das einfach nur so ausführe, get process, dann kriege ich ja hier so meine Infos und ja, Notepad kann da auch manchmal ein bisschen komisch sein. Das vor allem bei diesen neueren UWP-basierten Apps, da ist es manchmal, dass es mehrere Prozess-IDs vielleicht geben könnte. Irgendwie spinnt meine Konsole ein bisschen rum. So, ich führe das nochmal so aus, die Zeile. Also das, was ich hier eigentlich brauche, ist diese ID hier. Das ist aber im Grunde einfach nur so einmal zum Demonstrieren gewesen. Also ich kann mir jetzt hier ein Rectangle definieren. Also hier aus dem C#-Code kommt das. Und dann rufe ich die getWindowRect-Methode auf, die hier ursprünglich aus der User32DLL, also aus einer System-DLL importiert wurde. Da rufe ich jetzt inline das nochmal auf, um den Main-Window-Title zu bekommen. Also hier so in Klammern. Und diese Info wird dann am Ende in meine Rectangle-Variable reingeschrieben. Das wird hier über dieses Reference-Ding gemacht. Finde ich immer ein bisschen komisch, wenn man sowas machen muss, aber geht anscheinend nicht anders. Also führen wir das beides einmal aus. Ich markiere das einfach, drücke F8. Achso, ich habe meinen Type noch nicht hinzugefügt. Ich mache hier nochmal ein bisschen Bildschirm frei und diesen ganzen Block hier markiere ich mir einmal für den Aus mit F8. Ist jetzt importiert in meine PowerShell-Session und diese beiden Zeilen wollte ich jetzt auch ausführen. Das, was ich gerade gesagt habe, Rectangle. Ich kriege hier einfach True zurückgeliefert, also für diese Zeile hier, Zeile 23. Wenn das erfolgreich ist, der Vorgang, also wenn das in Rectangle reingeladen wird, dann kriege ich ein True. Und wenn ich den tatsächlichen Inhalt angucken möchte, dann muss ich mir einfach nochmal den Inhalt der Variable anzeigen. Und da sehe ich jetzt hier, habe ich Left, Top, Right, Bottom, habe ich irgendwelche Koordinaten, passt. Und das kann ich im Grunde an meinen vorherigen New Screenshot Befehl übergeben, den ich eben schon gemacht habe. Also ich gebe X an, ich gebe Y an und die Breite und Höhe, die habe ich hier ja eigentlich gar nicht. Das heißt, die berechne ich hier nochmal so mit runden Klammern. Das wird dann jeweils als Parameter angegeben. Und dann führen wir einfach mal jetzt noch New Screenshot aus mit diesen ganzen Werten und gucken mal hier ins Verzeichnis rein. Hier müsste ein neuer Screenshot liegen und ja, der hat nur mein Notepad-Fenster auf dem zweiten Bildschirm fotografiert. Ich habe dann nach ein bisschen rumprobieren aber gemerkt, dass dieser Ansatz mit dem Prozess nicht unbedingt immer der beste ist, beziehungsweise hat mehr Probleme gemacht, als dass es gut funktioniert hat. Weil wenn zum Beispiel mehrere Instanzen vorhanden sind, dann müsste ich jetzt hier irgendein Handling einbauen, dass ich nur den ersten Prozess nehme, falls das der richtige ist, beziehungsweise beim klassischen Editor, bei Notepad, das ist ja mittlerweile ein bisschen eine modernere App, jetzt habe ich hier 2 Instanzen offen, aber ich kriege trotzdem nur ein Main-Window-Handle zurück. Das heißt, eigentlich kann ich jetzt hier nicht sinnvoll ein bestimmtes Ding davon auswählen. Deshalb bin ich nochmal losgegangen und habe nochmal ein bisschen geguckt, wie kann ich denn jetzt ein bestimmtes Fenster anhand des Titels finden. Und auch dazu gibt es natürlich was im Internet. Ich habe hier was auf Reddit gefunden. Es ist leider nicht mehr nachvollziehbar, wer das gepostet hat. Da gibt es echt einen ausführlichen Post von einer Person, die anscheinend ihren Account gelöscht hat, wo das alles nochmal ganz genau im Detail erklärt wird, was das soll. Echt sehr cool. Und
Den Teil, den lade ich jetzt hier dann auch wieder mit Add Type, sodass ich dann jetzt hier einfach eine neue Methode zur Verfügung habe, nämlich Find Window by Caption. Gut, klappe ich das mal zu, damit ein bisschen Platz auf dem Bildschirm ist. Und ich definiere mir dann erstmal eine Variable für meinen Process Handle, den ich mit der Find Window by Caption Methode rausfinde. Und ich wollte file1.txt in Notepad haben. Ich muss mir weiterhin ein Rectangle-Objekt definieren. Und dann kann ich wieder getWindowRect ausführen und gebe ihm dann da den Process-Handle mit, den ich über FindWindowByCaption gefunden habe. Das gibt dann wieder True zurück und ich könnte das natürlich auch unterdrücken, indem ich das zum Beispiel einfach in $0 reinschreibe. Und im Grunde kann ich dann am Ende nochmal wieder New Screenshot ausführen, so wie ich es eben auch gemacht habe, also mit X und Y und Breite und Höhe wird hier wieder berechnet. Und wenn ich das jetzt nochmal ausführe, dann kriege ich wahrscheinlich einen Fehler. Gucken wir mal. Jo, das liegt daran, dass ich vorher hier schon anders so mit Add-Type mir Sachen hinzugefügt habe und dann wird es echt manchmal ein bisschen funky. Und eigentlich am einfachsten, um dieses Problem jetzt zu lösen, ich kill einfach diese PowerShell-Session in VS Code und starte die einmal neu. Und wenn ich jetzt alles nochmal ausführe, Steuerung F5, dann sollte er einfach einen Screenshot machen, ohne Fehler. Wobei file1.txt jetzt hier genau in dieser Position offen war. Das heißt, wahrscheinlich wird der Screenshot daneben geschottet haben. Gucken wir mal, wie er aussieht. Ja. Das ist jetzt nur ein Teil von VS Code. Das heißt, ich nehme jetzt hier mein Fenster, schiebe es mal auf einen anderen Bildschirm rüber, dass da nicht VS Code davor ist. Und dann führen wir das nochmal alles aus. Und neuer Screenshot, der sieht richtig aus. Okay, der ganze Code, den ich jetzt bisher hier im Video gezeigt habe, den verlinke ich natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Den könnt ihr einfach so copy and pasten, wenn ihr Screenshots einbauen wollt in irgendeinem PowerShell-Skript. Ich fand es aber für den Alltag so ein bisschen aufwendig und nervig. Und deswegen habe ich ein kleines PowerShell-Modul erstellt, was im Grunde hier die wichtigsten Sachen, die ich gerade gezeigt habe, einfach mal wrappt. Das ist kostenlos auf GitHub verfügbar, beziehungsweise auch in der PowerShell Gallery. Und das heißt, ihr könnt das einfach installieren mit Install Module bzw. Install PS Resource. Und das Modul heißt auch einfach nur Screenshot. Gut, dann starte ich ja einmal in die PowerShell, kopieren wir den da rein, Install PS Resource, einmal bestätigen. Jo. Gut, ich wechsle mal in ein anderes Verzeichnis rein, aber mal Temp Screenshots. Und das Modul bringt im Grunde einfach nur einen Befehl mit, New Screenshot. Wenn ihr den ohne irgendwelche Parameter ausführt, dann gibt es einfach einen Screenshot von allen Bildschirmen und ihr kriegt zurückgeliefert ein Objekt, was dann auf die Datei verweist. Wenn wir mal reingucken in das Verzeichnis, da liegt jetzt eine Bilddatei drin und hier habe ich meinen Screenshot. Passt. Ich kann aber auch sagen, dass ich einen bestimmten Window-Title haben möchte und da könnte ich jetzt auch wieder sagen, file1.txt Notepad. Bisschen abgebrochen, geht hier in der nächsten Zeile weiter. Führen wir einmal aus, gucken wir mal rein und dann habe ich jetzt hier nur Notepad als Screenshot. Ich könnte natürlich aber auch trotzdem X, Y, With und Hate angeben, falls ich das möchte. Möchte ich jetzt aber nicht, weil ihr könnt euch das, glaube ich, ungefähr vorstellen, wie es funktioniert. Habe ich ja eben quasi schon mit dem einfachen Beispiel gezeigt. Und das war alles, was ich euch in diesem Video zeigen wollte. Ich hoffe, ihr fandet es interessant oder nützlich. Falls ja, lasst auf jeden Fall ein Like da. Und für weitere PowerShell-Tipps und Beispiele schaut mal in die Playlist hier. Danke fürs Reinschauen. Haut rein!